Manchmal beginnt es ganz leise. Sie greifen nach ihrer Jacke und berühren dabei unbewusst die Wand. Sie gehen über unebenen Boden und merken, wie ihre Schritte etwas vorsichtiger werden. Sie steigen vom Bordstein und stellen fest, dass ihr Blick länger am Boden haftet als früher. Sie sind nicht gestürzt. Sie sind nicht krank. Und doch entsteht innerlich ein Gefühl: Mein Gleichgewicht ist nicht mehr das, was es einmal war. Das ist kein Einzelfall. Und es ist nicht einfach das Alter. Millionen Menschen über 60 spüren, dass sich etwas verändert hat, dass der Gang unsicherer geworden ist, dass der Körper nicht mehr ganz weiß, wo seine Mitte liegt. Aber hier kommt etwas Wichtiges. Gleichgewicht verschwindet nicht über Nacht. Es geht leise, Stück für Stück und meistens nicht, weil man schwächer wird, sondern weil man Fehler macht, die vermeidbar gewesen wären. Wir sprechen selten darüber, aber es gibt 5 einfache, aber entscheidende Fehler, die das Gleichgewicht still und heimlich zerstören. Und mit ihm unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit, unser Vertrauen in den eigenen Körper. Diese Fehler sind nicht laut. Sie verstecken sich in alltäglichen Gewohnheiten, in dem, was wir nicht tun, oder in dem, was wir tun, ohne es bewusst zu merken. Die gute Nachricht ist, jeden dieser Fehler kann man korrigieren. Nicht mit Gewalt, nicht mit Angst, nicht mit großen Veränderungen, sondern mit kleinen Schritten und mit klarem Verständnis. Wenn Sie also in letzter Zeit das Gefühl hatten, dass Sie langsamer gehen, vorsichtiger werden, zögerlicher auftreten, dann ist dieses Video genau für Sie. Wir machen Ihnen keine Angst. Wir erklären. Und Sie werden sehen, für Ihr Gleichgewicht lohnt es sich zu kämpfen. In jedem Alter. Bereit? Dann lassen Sie uns beginnen. Wenn die Füße vergessen, uns zu tragen. Viele glauben, Gleichgewicht beginne im Kopf. Manche denken, es liege an den Rückenmuskeln oder an der Hüfte. Aber in Wahrheit beginnt alles viel bodennäher. Bei den Füßen und den Fußgelenken. Sie sind es, die als Erste spüren, wenn wir das Gleichgewicht verlieren. Sie sind es, die unseren Körper ausbalancieren, wenn wir über Gras gehen, von einem Bordstein treten oder nach einem unsicheren Schritt das Gleichgewicht wiederfinden müssen. Doch mit zunehmendem Alter verlieren wir den Kontakt zu diesem System. Nicht, weil es kaputt geht, sondern weil wir aufhören, es zu benutzen. Weiche Hausschuhe, Turnschuhe mit dicker Sohle, jahrzehntelanges Gehen nur auf ebenen, sicheren Böden und fast nie barfuß. All das führt dazu, dass unsere Füße und Fußgelenke aus dem Spiel genommen werden. Sie verlernen, aktiv zu sein, schnell zu reagieren, uns zu stabilisieren. Ich erinnere mich an Herrn Georg, 76 Jahre alt. Er sagte, meine Füße reagieren nicht mehr rechtzeitig. Er war nicht gestürzt, seine Augen waren gut und doch stolperte er häufiger. Als wir die Beweglichkeit seiner Fußgelenke testeten, sie war fast nicht mehr vorhanden. 2 Wochen später, nach einfachen Übungen wie Fußkreisen, Zehenrollen und Wadenheben, sagte er erstaunt: Ich hätte nie gedacht, dass meine Füße so einen Unterschied machen. Testen Sie sich selbst, stellen Sie sich barfuß hin, heben Sie sich auf die Zehenspitzen. Können Sie das Gleichgewicht halten? Dann versuchen Sie, auf einem Bein zu stehen. Spüren Sie die kleinen Muskeln, die jetzt arbeiten? Wenn Sie sich schwach anfühlen, ist das ein Signal. Ein Zeichen, dass Ihre Basis Aufmerksamkeit braucht. Die gute Nachricht: Sie können das zurückholen. Sie brauchen kein Fitnessstudio, kein spezielles Gerät. Nur bewusste Bewegung. Täglich. Gehen Sie barfuß, auf sicherem Untergrund. Kreisen Sie morgens mit den Füßen, bevor Sie aufstehen. Heben Sie sich langsam auf die Zehen. Mit Kraft. Rollen Sie von der Ferse bis zur Zehenspitze. Ganz bewusst. Ihre Füße sind das Fundament. Sie reagieren als Erste auf Unebenheiten. Sie fangen sie auf, bevor sie stürzen. Wenn dieses Fundament stark ist, richten sich auch andere Systeme auf. Ihre Haltung, Ihr Gang, Ihr inneres Gefühl von Sicherheit bei jedem Schritt. Vernachlässigen Sie nicht das, was ganz unten ist, denn genau das trägt alles, was darüber liegt. Gleichgewicht ist kein Selbstläufer.
Es gibt einen Fehler, den fast alle machen, nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Unwissenheit. Sie hören einfach auf, ihr Gleichgewicht zu trainieren. Klingt seltsam, nicht wahr? Wir denken selten darüber nach. Gleichgewicht ist doch einfach da. Wie das Atmen, wie eine Gewohnheit, wie etwas, das automatisch geschieht. Aber das stimmt nicht. Gleichgewicht ist eine Fähigkeit. Es entsteht durch das Zusammenspiel von Muskeln, Gelenken, Innenohr, Augen und Gehirn. Und wie jede Fähigkeit, wenn man sie nicht nutzt, verkümmert sie. Mit den Jahren werden wir vorsichtiger. Wir gehen langsamer, meiden unebene Wege, strecken uns nicht mehr weit, drehen uns nicht mehr plötzlich um. Und wir glauben, wir seien vernünftig. Doch in dieser Vorsicht liegt eine Falle. Denn je weniger wir das Gleichgewicht herausfordern, desto mehr verlernt es, uns zu tragen. Ich erinnere mich an eine Frau. Sie hieß Linda, 43 Jahre alt. Sie sagte zu mir, ich versuche einfach, mich nicht zu schnell zu bewegen. Das ist sicherer. Als wir eine ganz einfache Übung machten, auf einer Linie gehen, Ferse an Zehenspitze, merkte sie sofort, dass sie es nicht konnte. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das verloren habe, flüsterte sie. Und genau das ist das Problem. Wir glauben, Stürze zu vermeiden, doch in Wirklichkeit verlieren wir genau das, was uns vor dem Sturz bewahrt. Die gute Nachricht: Gleichgewicht kann zurückkehren. Und das ganz ohne Risiko. Stehen Sie beim Zähneputzen auf einem Bein. Gehen Sie durch den Raum mit ausgestreckten Armen. Schließen Sie für ein paar Sekunden die Augen im Stehen. Drehen Sie langsam den Kopf, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Oder probieren Sie Tai Chi, sanfte Bewegungen, die das gesamte Gleichgewichtssystem aktivieren. Jede dieser Handlungen ist ein Signal an Ihr Gehirn. Ich kann auch noch, ich trainiere, ich lebe. Und wissen Sie, was sich verändert, wenn Menschen ihr Gleichgewicht zurückgewinnen? Nicht nur ihr Gang, nicht nur ihre Standfestigkeit. Ihr Blick verändert sich, ihr Gesichtsausdruck, ihre Haltung sich selbst gegenüber. Ein Mensch, der seinem Körper vertraut, geht aufrechter, zieht sich nicht zurück in der Menschenmenge, greift nach dem oberen Regal, ohne zu zögern. Und vor allem, er lebt nicht mit der Angst vor dem Fallen. Er lebt in der Bewegung. Wenn Sie sich in den letzten Jahren mehr zurückgehalten haben, aus Angst, etwas zu riskieren, wenn kein einziger Moment Ihres Tages das Gleichgewicht herausfordert, dann ist das kein Schutz. Es ist ein leises Vergessen. Gleichgewicht geht, wenn man es nicht bittet, zu bleiben. Aber sobald Sie wieder einen Schritt tun, auch nur einen kleinen, beginnt es zurückzukehren. 5 Minuten am Tag, jeden Tag. Und nach einem Monat spüren Sie, wie Ihr Körper wieder lernt, sich selbst zu vertrauen. Schuhe, die uns unsicher machen. Manchmal sind es gerade die Dinge, die bequem scheinen, die uns in Wahrheit schwächen. Es geht nicht um Medikamente, nicht um das Sofa. Es geht um etwas viel Alltäglicheres. Die Schuhe. Viele ältere Menschen verbringen den Großteil des Tages in Hausschuhen, Socken oder sogar barfuß auf glatten Böden. Das wirkt harmlos. Gewohnheit, Komfort. Doch in Wahrheit ist es eine Falle für das Gleichgewicht. Unsere Füße sind wie Sensoren. Sie sammeln Informationen über den Untergrund, den Druck, die Bewegung. Wenn aber das Schuhwerk zu weich ist, zu rutschig, ohne Halt, dann spüren die Füße den Boden nicht. Und der Körper erhält keine klaren Signale. Ich erinnere mich an einen Mann, Herr Johann, 79 Jahre alt. Er sagte, ich laufe zu Hause immer in Socken, ist doch gemütlich. Bis er eines Tages auf einem Teppich ausrutschte. Er fiel nicht, aber erschrak. Und was sagte er danach? Ich dachte, es lag am Teppich, aber dann wurde mir klar, es waren meine Socken. Er hatte gar nicht bemerkt, wie das Rutschen zur Normalität geworden war. Darum ist das Thema so wichtig. Wenn Ihre Schuhe keine feste Sohle haben, die Ferse nicht stützen, beim Gehen verrutschen oder keinen Halt bieten, verlieren Sie den Halt noch, bevor Sie den ersten Schritt machen. Machen Sie den Test. Ist die Sohle alt und weich? Sitzen die Schuhe locker und rutschen beim Drehen ab? Fehlt eine klare Fersenführung?
Haben die Sohlen kaum Profil? Wenn Sie innerlich nicken, dann helfen Ihnen Ihre Schuhe nicht, sie gefährden Sie. Was ist besser? Schuhe mit flacher, rutschfester Sohle. Keine Absätze, keine dicken Sohlen. Am besten mit Klettverschluss oder Schnürung, damit sie sicher sitzen. Und wenn schon Socken, dann bitte mit Gummierung, rutschfest. Es geht nicht um Mode, es geht um Sicherheit, um Stabilität und um das Gefühl, sich wieder auf seine Schritte verlassen zu können. Gute Schuhe geben Ihnen Kontrolle zurück. Sie spüren den Boden wieder. Sie gehen natürlicher. Sie vertrauen wieder Ihrem Gang. Und vor allem, Sie bewegen sich wieder ohne Angst. Denn ein einziges Paar Schuhe kann verändern, wie Sie stehen, gehen, sich bücken und ja, vielleicht sogar, wie Sie atmen. Denn Sicherheit beginnt mit Halt. Und Halt beginnt mit dem richtigen Kontakt zum Boden. Die stille Abhängigkeit, wenn das Festhalten zum Verlust des Vertrauens führt. Es beginnt ganz unauffällig. An einem Tag streichen Sie beim Gehen leicht mit der Hand über die Wand. Am nächsten halten Sie sich am Stuhl fest, nur zur Sicherheit. Später gehen Sie am Schrank entlang, weil es einfacher ist, sicherer. Und plötzlich merken Sie, kein einziger Schritt durchs Zimmer geschieht mehr ohne etwas zum Festhalten. Nicht, weil Sie zu schwach wären, sondern weil Sie Angst haben, das Gleichgewicht zu verlieren. Und es scheint, als sei das vernünftig. Vorausschauend, sicherer eben. Aber hier liegt die Wahrheit. Jedes Mal, wenn Sie sich an Wand, Stock oder Geländer festhalten, sagen Sie unbewusst zu Ihrem Körper, ich vertraue dir nicht mehr. Und der Körper antwortet, still. Die Muskeln bauen ab. Die Reaktionen verlangsamen sich. Die Sensorik in den Füßen wird schwächer. Und irgendwann verlieren Sie wirklich die Fähigkeit, sich selbst zu stabilisieren. Ich denke an eine Frau, Frau Sarah, 75 Jahre alt. Sie ging zu Hause seit Jahren mit einem Gehstock. Nicht, weil sie nicht ohne ihn konnte, sondern weil sie sich damit sicherer fühlte. Als wir begannen, kleine Übungen ohne Stütze zu machen, veränderte sich etwas. Zuerst schaffte sie 10 Schritte allein, dann 15, dann durchs ganze Zimmer. Und was sagte sie? Ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich mir selbst nicht mehr vertraut habe. Jetzt lerne ich wieder. Verstehen Sie? Nicht der Stock macht einen Menschen schwach, sondern die dauerhafte Abhängigkeit davon. Wenn Sie sich nie ohne äußere Hilfe bewegen, verlernt der Körper, sich selbst zu halten. Probieren Sie es jetzt gleich. Gehen Sie ein paar Schritte durch den Raum, ohne sich irgendwo festzuhalten. Spüren Sie, wie die Hand zur Wand zieht, wie der Arm automatisch sucht, woran er sich klammern kann. Das ist kein Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Gewohnheit. Beginnen Sie klein, 3 Schritte ohne Stütze, dann 5, dann vom Tisch zur Tür, ohne etwas zu berühren, dann mit geschlossenen Augen kurz stehen, ohne sich anzulehnen. So sagen Sie Ihrem Körper leise, ich will wieder meine eigene Stütze sein. Und glauben Sie mir, Ihr Körper hört das, denn Selbstständigkeit ist eine Fähigkeit. Und wie jede Fähigkeit braucht sie Übung. Verzichten Sie nicht auf Möbel, aber machen Sie sie nicht zu Ihrer Krücke. Sie sollen da sein, aber nicht an ihrer Stelle. Und wenn Sie das erste Mal wieder ein ganzes Zimmer durchqueren, ohne Angst, ohne Festhalten, werden Sie es spüren. Das war nicht nur ein Schritt, das war ein Stück Rückkehr zu sich selbst. Wenn Augen und Ohren nicht mehr führen. Balance, das ist nicht nur eine Frage der Beine, nicht nur der Kraft, nicht nur der Körperhaltung. Es geht auch darum, wie wir sehen und darum, wie wir die Welt hören. Unser Sehvermögen und das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, das sind 2 Systeme, die uns durch den Raum führen. Sie sagen dem Gehirn, wo wir gerade stehen, wie unsere Kopfhaltung ist, wie schnell wir uns bewegen und was sich um uns herum verändert. Wenn eines dieser Systeme aus dem Takt gerät, gerät auch unser Gleichgewicht ins Wanken. Erinnern Sie sich an solche Momente? Wenn eine schlecht beleuchtete Treppe Ihnen plötzlich unsicher vorkommt? Wenn Sie bei Dämmerung auf der Straße Stolpersteine übersehen?
Wenn Ihnen beim Umdrehen leicht schwindelig wird, das muss keine Schwäche sein. Vielleicht sehen Ihre Augen einfach nicht mehr so klar wie früher oder das Innenohr hat seine Stabilität verloren. Ich denke an einen Mann namens Thomas, 80 Jahre alt. Er war aktiv, wach, lebensfroh. Doch er stolperte immer häufiger, vor allem draußen. Er dachte zuerst, es sei Unachtsamkeit. Doch bei einer Untersuchung stellte sich heraus, seine Sehschärfe war deutlich gesunken und sein Gleichgewichtsorgan arbeitete nicht mehr wie früher. Ich hätte nie gedacht, wie eng Sehen und Gleichgewicht verbunden sind, sagte er. Bis ich merkte, selbst wenn ich auf den Boden schaue, hilft es nichts, ich gerate trotzdem aus dem Tritt. Er bekam eine neue Brille. Er machte einfache Koordinationsübungen und mit der Zeit veränderte sich sein Gang. Er spürte den Raum wieder und sich selbst im Raum. Was sollten Sie wissen? Gutes Sehen und stabiles Gleichgewicht gehören zusammen. Und das Innenohr ist weit mehr als nur für das Hören zuständig. Es ist ein Navigationssystem. Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig überprüfen. Nehmen Sie es ernst, wenn Sie bemerken, verschwommene Sicht, Doppeltsehen, das Gefühl, dass alles schwankt. Ihre Brille sollte kein bloßes Accessoire sein, sondern ein präzises Werkzeug, das Ihnen Klarheit gibt. Und wenn Sie häufiger Schwindel spüren, unsicher beim Drehen des Kopfes sind, dann könnte es Zeit sein, den Gleichgewichtssinn im Innenohr zu prüfen. Ja, das lässt sich trainieren. Mit einfachen Bewegungsübungen, mit gezielter Augen- und Kopfkoordination und mit professioneller Vestibulartherapie, wenn nötig. Das Wichtigste ist, ignorieren Sie es nicht. Denn wenn Augen und Ohren wieder klar zusammenarbeiten, bekommt Ihr Körper eindeutige Signale. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Der innere Stress lässt nach. Die Angst zu fallen nimmt ab. Die Körperspannung wird ruhiger. Sie stehen wieder mit Klarheit im Raum. Sie wissen, ich sehe, wo ich bin. Ich spüre, wie ich stehe. Ich vertraue, wohin ich gehe. Und genau das ist die Grundlage von Balance und die Grundlage für neue Sicherheit in jedem Schritt. Jetzt, da wir gemeinsam durch diese 5 stillen Ursachen gegangen sind, stellen Sie sich eine einfache Frage. Wie viele davon betreffen mich selbst, ohne dass ich es gemerkt habe? Denn Gleichgewicht verschwindet nicht plötzlich. Es geht leise, durch Nachlässigkeit, durch Gewohnheit, durch Angst. Aber genau darin liegt die gute Nachricht. Was leise verschwindet, kann auch leise zurückkehren. Ihre Füße können wieder lernen, den Boden zu spüren. Ihre Muskeln können sich erinnern, wie sie reagieren. Ihr Gleichgewicht kann wieder wachsen, mit kleinen täglichen Reizen. Ihr Vertrauen kann zurückkehren, Schritt für Schritt. Es braucht keine Revolution, nur einen Entschluss. Ich will mich wieder sicher fühlen. Ich will mir selbst wieder vertrauen. Das ist keine Frage des Alters. Das ist eine Frage der Verbindung zu Ihrem Körper, zu Ihrer Bewegung, zu Ihrer inneren Stimme. Wenn Sie heute gespürt haben, dass einige dieser Worte auf Sie zutreffen, dann nehmen Sie das nicht als Kritik. Nehmen Sie es als Einladung. Eine Einladung, wieder aufzustehen. Nicht nur körperlich, sondern innerlich. Denn das Alter ist nicht das Ende. Es ist ein neuer Anfang für alle, die bereit sind, sich selbst neu zu begegnen. Wenn Sie dieses Video berührt, gestärkt oder inspiriert hat, dann laden wir Sie herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren. Ein Klick auf Gefällt mir oder ein Kommentar bedeutet uns sehr viel, denn Ihre Rückmeldung zeigt uns, dass unsere Inhalte ankommen. Abonnieren Sie würdevoll, leben und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine neuen Videos verpassen und wir Sie weiterhin begleiten dürfen auf einem Weg voller Klarheit, Sicherheit und innerer Stärke. Danke, dass Sie heute dabei waren. Passen Sie gut auf sich auf und erinnern Sie sich, Ihr Gleichgewicht beginnt mit Vertrauen.